in der Werkstatt Schmidt Motors in Stuttgart herrscht routinierte Betriebsamkeit, als der 19-jährige Lehrling Lukas Bauer, der seit 3 Monaten dort arbeitet, sind Kollegen ein Projekt präsentiert, das weltweit erstüterte. Ein Motor, der mit Wasser lief, kein Hybrididee, kein altbekannter Wasserstoffprozess, sondern eine neuartige Form der Elektrolyse, bei der Wasser selbst der Brennstoff war. Lukas, der aus einfachen Verhältnissen stammt und seit Kindheit von Technik besessen war, monatelang heimlich an diesem Prototyp gearbeitet, mit gebroten Bauteilen improvisierten Werkzeugen an dem Glauben, dass Innovation nicht von alter, sondern von neuer arbeitet. Doch statt Anerkennung unter der Sport. Die erfahrenen Mechaniker nennen mit Jazenten und überschmierten Fingergel, lachten aus, nannten damit den Rekenkind und erklärten dass in Wassermotor physikalisch unmöglich sei. Werkstattleiter Klaus Weber macht sich öffentlich über ihn lustig, als Lukas versucht, seine Berechnungen an den funktionierenden Prototyp zu verteidigen, wurde schroff abgewiesen. Jedem Tätern verlässt Namen seinen Apparat mit nach Haus, wo in sein Mutter ein einfach klugfroh daran erinnert, dass Menschen oft über News liken, weil sie es nicht verstehen, und dass Vision kein Zustimmungssatchen, sondern durch Altervermagen, von diesem Rat best Arkti gab Lukas nicht, Menschettelangen Professoren Forschern an Firmen doch kaum antworten. Bis auf das Programm Innovatoren der Zukunft, des Autokonzerns Autotech Deutschlands dies und sich mit aller Sorgfalt bewarb. Wochenlang Art und nichts, bis eines Morgens ein E-Mail kam Dr. Stefan Richter, Direktor der Forschung und Entwicklung von Autotech, wollte persönlich seinen Prototyp sein und zwar in der Werkstatt, in der verspotteten worden war. Der folgende Donnerstag wird am Wendepunkt seines Lebens. Als der schwarze Mercedes war Schmidt Motors hielt an ein eleganter Mann im Einsag ausstieg, verstummten die Gespräche. Niemand glaubt, dass ein hochrangiger Autotech-Direktor wegen eines Lehrlings gekommen war. Doch Dr. Richter fragte ruhig, wo find ich Lukas Bauer, und die Werkstatt fielen atemlos still. Lukas trat vor nervös, aber gefasst und sieht seinen Prototyp. Der Direktor untersuchte die Konstruktion mit fachmännischem Blick, stellte präzise Fragen und bat schließlich eine Demonstration. Lukas affiliierte Wasser ein, schaltete das System ein und der Motor begann zu laufen. Gleichmäßig stabil. Kein Benzin, kein Tricks, nur Wasser und ein elektrochemischer Prozess, dieser Jungen allein entwickelt hat. Die gestandenen Mechaniker sahen sprachlos zu, wie der Mann, der Millionenbudgets verantwortet, anerkennen nickte. Dann sprach Dr. Richter mit klarer Stimme, dieser Prototyp, trotz seiner Einfachheit, ist ein möglicher Durchbruch in der Automobiltechnologie. Autotech Deutschland bietet ihnen ein Stipendium und eine Forschungskooperation an, Rachel Lukas sein Visitenkarte, dreht sich zu den schweigenden Mechanikern und sagt TQ halt. Es ist traurig, wenn Talent verspottet wird, statt gefördert. Danach verließ die Werkstatt und hinterließ ein Stil, die Schore Wogos Geldkette. In diesem Moment begriffen alle, dass sie den größten Fehler ihrer Karriere begangen hatten, sie hatten jemanden ausgelacht, der Zukunft in den Eschnenden hielt. Lukas rief am entscheidenden Tag bei Autotech, und noch in derselben Watch begann sein Weg vom Lehrling zum Ingenieur, vom Verspotteten zum Symbol dafür, das war Innovation dort entsteht, wo Mutzteker ist als Zweifel. In der traditionsreichen Werkstatt Schmidt Motors am Rande von Stuttgart herrscht der bliche Arm auslaufenden Motoren, metallischem Klirren und Radiomusik, als der 19-jährige Lukas Bauer, Lehrling im 3. Monat, seinen Kollegen ein Projekt präsentiert, das ihr erste Ende von Technik herausfordern sollte. Sein Traum war ein Motor, der mit Wasser lief, kein Hybrid, kein Wasserstoffzell, sondern ein System, das durch eine neue Form der Elektrolyse Wasser selbst als Brennstoff nutzt. Wochenlang hat Lukas heimlich nach Feierabend verscheit, sich in Hamburger vertieft Videos über Chemie und Physik studiert und mit gebrochenen Teilen experimentiert. Bis kommt Geld, unerschütterliche Neugier. Sein Mutter, ein Kassiererin und Witty, sorgt sich an Deutsch, sie wusste, dass so etwas verfort, das größer war als Routine bei. Nach 6 Monaten versuchen hatte einen funktionierenden Prototyp geschaffen, einen kleinen Motor, der mit etwas Stromstartung aus Wasserenergie gewann. Stolz brachte das Jet in die Werkstatt, stellt es weit während der Mittagspause auf die Workbank, legt Zeichnungen und Berechnungen aus und begann zu erklären magnetische Resonanz, resonante Elektrolyse Energieerhebung. Doch statt Stonen entete der Geldtäter, Klaus Weber, der 52-jährige Werkstattleiter, lag so laut, dass sich abst usen musste. Die anderen folgten.
Im Fliegemotor spottet einer, das Highlight Wasser des Ingenieurs, erscheint in andere, sie Arten das sind die Gesetze der Thermodynamik verletzt, nannten sie ein Warschau Rangstiere vertret anwiesen ihnen, lieber Eloexel zuben, statt die Physik News zu erfinden. Gedartet an Mittrod nennen den Augenra die Lukas seine Erfindung in den Karten zur Kei. In diesem Abend saß schweigend am Kitchentisch, aus sein Mathe in Answer und ruhig sagte, die Welt lacht oft über News, will sie es nicht wurstet. Wenn du über sich bist, dass es funktioniert, sich der Menschen, die den Mut haben es zu sehen. Dies Wort veränderten alles. Lukas beschloss, nicht aufzugeben, aber seine Strategie sonne dön. Statt Anerkennung in der Werkstatt zu suchen, wandte sich nach und schrieb E-Mails an Professoren. Forscher an Startups, ging nach Feierabend in die Bibliothek, verkauft 10 PlayStation 4 besser Komponenten. Die meisten ahnten nicht, man schickten höfliche Absichten. Doch bleib unbeirrbar, eins Nachsteuer auf das Programm Innovatoren der Zukunft. Des Automobilkonzerns Autotech Deutschland, das Jungen erfinden die Chancebot, bahnbrechend Ideen inrichten. Verbracht ein Watch damit, sein Bürobank vorzubereiten technisch beschreibungen, Fotos, Diagramm. In der Nacht wurde ein Richang brach sein Mutter im Warmmilch, legte die Hand auf die Schulter, ein Stillgest, die Anstecker macht als Jeedslob. Wir morgens klickt Lukas auf Senden, dann wurde er. Watchen keine Antwort bis eins kalten November morgens die E-Mail kam, die sein Leben verändern sollte, Dr. Stefan Richter, Direktor der Forschung und Entwicklung von Autotech Deutschland, schreibt, dass aus ordentlich interessiert, sie an den Prototyp persönlich sehen wohl in der Werkstatt, in der alles begonnen hat. Der Donnerstag, an dem Dr. Stefan Ritter erschienen sollte, begann für Lukas mit schlaflosen Augen an sittenden Eichenenden. Schkan ein Stunde vor Arbeitsbeginn war in der Werkstatt, hat den Prototyp poliert, Jed schrieb überprüft, die Präsentation Jed bis Jeds Wort saß. Die Kollegen beobachteten inspirierend, hielten ihn für nervös wegen eines ingebildeten Besichts. Selbst Werkstattleiter Klaus Weber macht sich Bemerkungen über den Investor. Das sicher nie kommen würde. Doch als am Sehen eingloinen sind der schwarze Mercedes-Benz Wurfer an einen Mann in maßgeschneidertem Ansag ostig, verstammten allgesprägt. Der Besitzer, mit silbergrem Haar und der Autorität eines Menschen, der Entscheidungen über Millionen trifft, saß sich ruhiger, man fragt mit klarer Stimme. Find ich Lukas Bohr. Die Spannung schnitt wie ein Messer durch die Luft. Closer Start, stammelte ein unverständliche Antwort, wohin die Blick aller zu dem blassen, sprachlosen Lehrling in der Ecke wanderten. Der Mann ging direkt auf ihn zu, riet ihm die Hand und stellt sich vor Dr. Stefan Richter, Direktor FNI, Autotech Deutschland. Die Werkstatt fielen lautlos dar. Der Judge, über den sie 3 Wochen so gelacht hatten, stand nun vor dem Herrschaftsingenieur des größten Automobilkonzerns des Landes. Dr. Richter Verlokin seit mit Räumlichkeiten, aber Lukas den Prototyp zu sehen. Mit sittenden Fingern öffnet Lukas die Abdeckung, Erkelradkos die resonante Elektrolyse, Energie, K-Führung, Wasser aus aktiver Brennstoff. Der Direktor rät aufmerksam zu, stellt gezielt Fragen, nickt hin und wieder anerkennend. Die Mechaniker, die sich langsam herangeklickt hatten, bildeten einen Kreis in respektvollem Abstand, unfähig, ihre Fassung zu wahren. Als Dr. Ritter schließlich sagte, könnten Sie mir eine Demonstration zeigen, feilte Lukas sein Herz im Hals schlägen. Goss Wasser in den kleinen Tank, stellte die Startbatterie ein, und nach einem kurzen Moment des Sittens setzte der Motor ihn sanft rhythmisch an Unterbrochen. Ein kaum Aerobars Surren laut die Heil, als rennt der Motor stabil weiterlief. Kein Benzin, kein Leitung, kein Tricks, nur Wasser an eine Idee, die Wirklichkeit Jordan war. Die Männer, die Verspottet hatten, standen da fasziniert. Dr. Richter beobachtete schweigend, dann wandte sich Lukas zu und sagte mit ruhiger, bestimmter Stimme, die jeder in der Werkstatt hören konnte. Auch mit seinen jetzigen Einschränkungen ist dieser Prototyp ein möglicher Durchbruch für die Automobilindustrie. Autotech Deutschland wird Ihnen ein wohlständiges Ingenieurstipendium anbieten und eine Partnerschaft. Dieses Konzept in unseren Forschungslaboren weiterzuentwickeln. Die Wort holten durch die Werkstatt wie ein Donnerschlag. Für Sekunden wag niemand zu atmen. Dann sagt Dr. Richter in Visitenkarte herüber, überreichte sie Lukas, legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte, Sie haben etwas geschaffen, woven wir nur reden. Melden Sie sich morgen, wir beginnen sofort. Als sich zusammengehen want, bleiben noch einmal stehen und sah die versammelten Mechaniker an. Sein Stimme war flitsch, aber scharf ist ein Fehler, wenn Talent verspottet wird, statt gefördert.
Innovation entsteht nur, wo Nije nicht bestraft wird. Dann verließ die Werkstatt, stieg in den Mercedes, unterwegen verschwand lautlos in der Fern. Zurückkillab einstill, die Schore wog aus Jeeds Gitter. Klaus Weber stand regloster, die Farbe aus dem Jessit Juitchen. Niemand sprach. Schleidlich meldet etwas von zur Arbeit so CK anging. Deutsch die Werkstatt war nicht mehr dieselb. Lukas blieb mit der Visitenkarte in der Hand stehen einem Stück Papier, das den Buis seiner Richtigkeit bedeutet, und diesem aber hat seiner Mutter als sie umarmten Tränen in den Augen, und sagt ich hab dir gesagt, dass man lächeln wird bis sie verstehen. Am Ende Morgen wo holte Lukas die Nummer auf der Karte, an dem anderen Ende meldet sich Dr. Richter persönlich. Wir wollten Sie, sagt so begann der Weg des Lehrlings, den niemand ernst nahm, zum Ingenieur einer neuen Dora der Buis, das war andere Neite in den Erschenden der Erfindung liegt, sondern in den Herzen derjenigen, die den Mut haben zu glauben, bevor es jemand anders tat. In der Werkstatt Schmidt Motors in einem Vorort von Stuttgart wurde Geruch von Öl und Metall allgegenwärtig. Zwischen aufgebauten Autos, schmutzigen Werkzeugen an dem rhythmischen Mörn arbeitet ein unscheinbarer Lehrling Lukas Bauer, 19 Jahre alt, still und konzentriert. Hatte das Talent, sich Maschinen so zu hören, als amüren sie mit am Sprechen. Doch was niemand wusste nach Feierabend blieb Lukas oft bis spät in die Nacht, an einer Idee zu arbeiten. Die veränderte absurd klang einem Motor, der mit Wasser lief. Kein Traum von Science Fiction, sondern das ehrlich Streben eines Jungen, der glaubt, dass selbst außer dem einfachsten aus Wasser Energie entstehen kann. Hat kaum Geld, nur Brotteil. Part als Schulbecher über Physik und Chemie und den unbeirrbaren Willen, etwas zu schaffen, das die Welt wird ändern kann nennt. Sein Mutter einkassieren und witwi. Beobachtet ihn mit Sorge und Stolz zugleich. Sie verstand wenig von Technik, aber sie erkannte das für in seinem Blick. Nacht für Nacht experimentiert Lukas in der kleinen Garage hinter ihrem Haus, notiert Spannungswert, beobachtet Blasen im Glaszylinder flutschet, wenn sich Rangen durchbrannten und jubelt, wenn sich die Kolben euch nach Kurs bewegten. Nach Monaten ansächlicher Fälschlichkeit schließlich einen Prototyp gebaut, der tatsächlich ein Sprang in kleiner Motor aus Wasser über ein selbstentwickelter Elektrolyse-Wasserstoff, da aus Energie zu erzeugen. Für Lukas war das kein Wunder, sondern das Ergebnis geduldiger Logik. In seiner Begeisterung nahm den Motor eines Morgens mit in die Werkstatt, stellte noch Hände Mittagspause auf den Tisch und erklärt seinen Kollegen das Prinzip. Wasser als Brennstoff, sagte mit leuchtenden Augen. Doch sein Wort verpufften in Gelkäter. Der Werkstattleiter Klaus Weber, Mann mit 30 Jahren Erfahrung und Allwahrschmiertheiten, lacht laut auf. Ein Perpetuum mobile willst du bauen, Hand das verstet gegen Jeeds Naturgesetz. Die anderen Mechaniker stimmten ein. Für sie wurde Junge mit seinen Trad nach in Basler und Verständnis für Realität. Lukas versucht zu erklären, dass sein System nicht gegen die Thermodynamik verstoß, sondern Energie rakijuin, doch niemand rat ihm mehr zu. Gedem Tit packte sein Skizzen ein. Sie sitteten also nach Haus kam, Schwieger sein Mutter stellte ihm Essen hin, doch rau hart ist kommen. Schleilich sagt sie lazy die Welt lat über News, will sie es nicht versteht, wenn du sicher bist, dass du recht hast, dann solch Menschen, die euch sein können. Dies Wort trafen ein tiefer aus Jeeds Spezialkäter. Sie waren Trost und Auftrag zugleich. Noch in derselben Nacht suchet Lukas im Internet nach Programmen, schreiben Professoren, stick schematische Siednungen, rät sein Konzept, oft ohne Antwort zu bekommen. Verkauft sein alte Spielkonsole, bisher Teil zu kaufen, und lernt, wie man wissenschaftlich Bereiche verfasst. Der Rockerschlag in der Werkstatt hat nicht gebrochen, hat definiert. Dann eine Band die Surflag auf ein Ausschreib des Konzerns Autotech Deutschland. Ein Programm namens Innovatoren der Zukunft, offen für junge Erfinder mit unkonventionellen Ideen. Die Jungen erhielten Zugang zu Forschungslabern und Mentoren aus der Industrie. Lukas arbeitet Tag und Nacht in seiner Bürobank, schrieb technisch Beschreibungen, macht Fotos seines Prototyps, sich nicht Schaltpläne mit Lineal und Bleistift. Sein Mutter brachte MT, heilt ihn watch mit Geschichten von seinem weiter, der einst Mechaniker Jusen war. Als endlich auf Senden klickt, war es wir morgens. Denek begann des Worten. Watchen Virgingen, die Werkstatt bleibt gleich, das sportlichen Werklang, aber die darin brannte in weiter. Dann einst truben Novembertages erschien ein E-Mail mit dem Betreff Autotech Deutschland ihre Bürobank. Lukas offene sie mit sittenden Erschnenden. Dr. Stephen Ritter, Direktor der Forschungsabteilung, schrieb,
Johann von Lukas en Satzacho und wohl unpersönlich treffen in seiner Werkstatt, dort, wo alles begonnen hat. Walk inspired to stand ein silberner Vermenwegen auf dem Hof von Schmidt-Motors Emner in Ansigen stiegen aus. Der Mechaniker sah neugierig zu, als Lukas in seiner Arbeitsjack an mit overschmierten Fingern den Motor startet. Das Jad brummt vibriert, spuckt ein leses Sichen aus kein Wunderwerk, aber echt. Doppte. Richter biet sich vor, Prefi die Messwort, stellt die Fragen, die Lukas mit Precision beantwortet, schließlich leid Shelter, schloss den Notizblock an, sagt ruhig Herr Bauer, sie haben etwas, das wir erforschen sollten. Die Werkstatt wird still. Kein Lachen diesmal, nur das Liesern des Motors. Später, als der Bissach vorbei war, als die Menina abgefahren waren, stand Lukas Drossel in dem Hof. Es begann zu schneien, zum ersten Mal hervorhält, dass sich etwas verändert hat, nicht nur in seinem Leben, sondern in der Art, wohin er ihn sehen. Ein Jahr später kam der offizielle Briefstipendium, galt als Juniorforscher Zugang zu den Lehrern von Autotech Deutschland. Bieding an, Umzug nach Wolfsburg innerhalb von 2 Monaten. Sein Mutter weinte vor Freude. Für Lukas war es der Anfang eines neuen Kapitels der Moment, in dem ein Verspottete zum Tor in die Zukunft wird. Das Angebot von Autotech war mehr, als Lukas sich gehet vorstellen können in ein Wohlstipendium. Ein monatliches Gehalt als Juniorforscher, Zugang zu modesten Labern und Forschungsressourcen. Deutsches bedeutet auch, dass innerhalb von 2 Monaten nach Wolfsburg sehen musste. Sein Mutter drückte ein, die Gelegenheit zu ergreifen mit einem Lucellen, das was ihr Einsamkeit zu verbergen. Das ist den Weg, Lukas, sagt sie. Den weiter stolz, also kundig Lukas. In dem kleinen Büro des nach Motorrad und Kaffee Roch stand Klaus Waber schweigend hinter seinem Schreibtisch. Als Lukas ihm seine Entscheidung mitteilte, nickte der alte Werkstattleiter, nur langsam, fast nachdenklich. Vielleicht, sagte er schließlich, haben wir dich zu früh beurteilt. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Es war keine Entschuldigung im klassischen Sinn, aber für Lukas war es mehr als Jedslob. In den letzten 2 Wochen seiner Arbeit verändert sich die Atmosphäre spürbar. Peter entschuldigt sich für sein Lachen, Michael fragt den auch seinem nunjährigen Neffen, der alles auseinanderbaut, einmal zeigen kann, wie ein Motor wirklich funktionierte. Es war, als wir gerade in der Werkstatt ein stilles Bewusstsein erwecken, dass man Jones trat, nicht mit Sport, sondern mit Neugier begegnen sollte. Am letzten Arbeitstag, einem frostigen Dezemberfreitag, gab es kein Reden, kein Fear. Doch als Lukas den Werkstattkoffer schloss, traten die Mechaniker nacheinander zu, ihm die Hand zu geben. Ihr Jessica blieben ernst, doch in den Blicken lag Respekt. Klaus überreichte ihm ein Kist mit neuen Werkzeugen. Auch wenn du jetzt mit Computern arbeitest, sagte er rau, in Mechaniker brot gets Werkzeug. Lukas verstand es war kein Abschied, sondern eine Anerkennung. So wochen Spee to standen mit einem Rucksack vor den Toren von Autotech Deutschland. Die Leber ernsten aus Glas und Stahl, überall roches nach Strom und Ideen. Dr. Richter empfing ihn persönlich, vorhatte durch volle Roboterarm, Laserschnitter und Datenbildschirm. Das war eine Welt, in der nicht Bella Chelt, sondern gefördert wird. Lukas lernt Teams kennen, Ingenieur, Chemiker, Physiker, Menschen, über alternative Antriebssprachen, als Ward Renzi Musiker, die gemeinsam eine Symphonie komponierten. Der erste Monat war ein Sturm aus einer Heiken. Tagsüber arbeitet in den Laboren. Nachts lernt in der Universität Maschinenbau. Die Skepsis der offenen Forscher war spürbar, ihn Lehrling unter Doktoren, doch sei wich schnell. Als sie sehen, wie schneller lernt und wie intuitive Mechanik begriff, sein Wassermotorprojekt erhielt ein eigenes Team. Zum ersten Mal wurde Lukas' Idee nicht verspottet, sondern analysiert. Die Forscher fanden Fehler, aber auch geniatet. Sie ersetzten seinen improvisierten Teil durch präzise gefertigte Bauteil, verbesserten die Elektrolyse mit pneumatischen Katalysatoren, integrierten Gewinnungssystem, die seine Theorie untermauerten. Der Motor, der einst in einer kleinen Gard geboren wurde, begann zum Symbol zu werden ein Experiment, das bewies, dass es selbst jugendliche harten Kicket Wissenschaft inspirieren konnte. Lukas rief jeden ab seinen Muttern, solche Haar von Erfolgen, Misserfolgen, kleinen Explosionen am großen Erkenntnissen. Sie verstand kaum die technischen Begriff, aber sie redete jedes Mal die Freude in seiner Stimme. 3 Jahre Virgingen. Lukas absolviert sein Studium mit Aussichtnang, arbeitet weiter in den Autotech, Labor an Hof, 3 Patente zu entwickeln, den Grundstein für New Energy Antrieb legten. Mit 22 Jahren war Forschungsingenieur verdient mehr, als sein Mutter besessen hat, und lebt in einer hellen Wohnung mit Blick auf den Kanal.
Doch trotz allem Erfolg bleibt derselbe Junge, der einst in einer verschmierten Werkstatt ausgelacht wird. Eins Frau hey just vor so nach Stuttgart, wollt einen Kreis schleien. Die Werkstatt Schmidt Motors sah unverändert aus dieselben Nullern, derselben Boden, dieselbe oder 13 Minuten nachging. Klaus standende Herberben, Eggrot, echt pieft, aber mit demselben watchen Blick, als Lukas eintrat wurde still. Trug sober Jeans, in Autotech, Polo und das Selbstvertrauen eines Manns, der wusste, wo war. Sie setzten sich in Klaus' Büro, tranken bitteren Kaffee aus einer alten Maschine. Lukas sprach just, ich bin gekommen, am Danke zu sagen, begann er. Klaus runzelte die Stirn. Wofür? Für das leckende Mals, sagt Lukas, weil es much starker gemacht hat und much gezwungen hat und much selbst zu glauben, als keiner es tat. Erhält das begriffen heb, wie wichtig praktische Erfahrung ist, wie unersetzlich das Wissen echter Handwerker bleibt. Klaus eschrecht schweigen so säcklich bewegt. Schließlich sagte er, du hast recht. Ich heb so oft vergessen, wie es ist, und etwas Neues zu glauben. Lukas nickt, dann lächelte. War nicht gekommen, Rechnungen zu begleichen, sondern Brakecken zu bauen. Autotech öffnet ein Ausbildungszentrum, Accelerator wir wollen Handwerk und Innovation verbinden. Ich will, dass du dort als Boulder wirst. Klaus schwieg lang, dann nickte er langsam. Willit ist es Zeit, sagte Lies, bewer Lukas ging, versammelte die Mechaniker. Bot ihnen Beate für Autotech zu arbeiten, nicht aus Mitleid, sondern aus Anerkennung. Ihre Erfahrung sollte helfen, neue Motoranterinnen Bedingungen zu testen. Einige Leuten ab, anders sagten zu darunter Michael, der erste Held, dass sein Neffe Jets-Ingenieur werden wohl. Als Lukas in diesem Abend zur Sicherheit nach Wolfsburg vorführte sich friedlich, bewiesen des Erfolg nicht bedeutet, an der zu weiterlichen, sondern Wissen zu teilen. Jai später, als Direktor der Abteilung für Alternative Antrieb wurde und sein Motoren in Serienproduktion gingen, stand in der Eingangshalle von Autotech in Glaserne Schockasten. Darin der klein, verbelte Wassermutter, gebot aus Schrott und Hoffnung. Auf der Plakette darunter stand der begann es. Großideen wurden auf Verspotteten, bewusst geführt wurden. Niemals auf Zutri und jedes Mal, wenn ein neuer Praktikant stehen bleiben fragt, wo Lukas Bauer war, erhält jemand die Geschichte von dem Jungen, der sich nicht behren lässt, von einer Mutter, die glaubt, und von einer Lektion, die kein Labers der Welt so klar lernen konnte. Der Verspotteten Traum von heute sein die Revolution real leden von morgen.